So, hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Es wurde öfters gefragt. Okay, Krachtnack, danke, dass du abonniert hast. Ich bin Dextroy auch, danke. Ich glaube, das kommt jetzt gerade alles im Nachhinein. Heute geht es mal darum, wie funktionieren eigentlich diese Katapulte. Ja, das habt ihr mich sehr oft gefragt. Ich werde euch jetzt ungefähr erklären, wie die seitlichen Katapulte funktionieren und wo man diesen verkackten Frame sieht. Wir befinden uns hier wieder mal im guten alten ersten Katapult, den kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe den 360 No Scope MLG Water Splash genannt. Ich mache immer ungefähr 2,5 Schritte, so nenne ich es immer. Und zwar, ihr dürft nicht den dritten Schritt machen, weil wenn ihr den dritten Schritt hört, sonst wäre das zum Beispiel zu weit. Wenn er 3 Schritte macht, dann wisst ihr, okay, ich habe den Frame nicht getroffen, weil wir haben den komplett vertroffen. Wenn ihr dann zu wenig gelaufen seid, sagen wir, ihr seid keine 2,5 Schritte gelaufen, sondern nur 2 Schritte, dann sieht man es schon am Beinwinkel. Das braucht ein bisschen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, aber ich kann euch ungefähr ein paar Bilder im Nachhinein zeigen, wie die verschiedenen Winkel aussehen. Jetzt zeige ich euch den Winkel, wo er den Frame trifft. Also genau diese Position ist der Punkt, wo er den Frame trifft. So, jetzt fliegt er wahrscheinlich zum Festland oder so. Direkt nach Gothic 3. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, was zu kurz wäre. Das wäre zum Beispiel zu kurz. Da sieht man halt schon, dass die Beine relativ breit sind. Wenn ich jetzt die Bilder nebeneinander machen würde, dann seht ihr schon den Big Difference. Klar, für euch sieht alles noch gleich aus, aber wenn ihr dann wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wann er den Frame trifft, dann kommt es automatisch. Und jetzt zeige ich euch der Punkt, wenn es zu weit wäre. Das ist aber wirklich easy, weil ihr dann 3 Schritte hört. Also, ihr habt jetzt die 3 Schritte gehört wahrscheinlich. Der Winkel ist auch ein bisschen, die Beine sind auch weiter zu. Und, ja, genau. Ich kann es einfach so erklären. Wenn eure Beine zu breit sind, seid ihr zu wenig gelaufen. Zu wenig Schritte. Wenn eure Beine zu weit zu sind und ihr hört auch noch 3 Schritte statt nur 2 Schritte, das heißt, ihr seid zu weit gelaufen. Es gibt jetzt nur ein kleines Problem. Die Strat, die ich beispielsweise bei den Banditen Diebesgilde mache. Ich zeige es euch ganz kurz. Ich mache die Risky Strat. Ich gehe out of bounds. Und in dem Punkt ist halt das Problem, man hört keine Schritte. Also man hört keine Schritte, das heißt, in dem Fall müsst ihr euch wirklich hundertprozentig aufs Gucken richten, weil ich habe mir auch beigebracht, dass das Hören sehr wichtig ist in diesem Katapult, aber ohne Hören ist wirklich reines Skill dann gefragt, also wirklich eine reine Gewöhnung. Genau, also es ist, wenn ihr wirklich noch keine Erfahrung in Katapult macht, dann würde ich einfach die Strat machen, die Castix anbringt. Ich kann die, um ehrlich zu sein, nicht. Diese Strat. Dass man dann direkt oben landet. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, ich mache die Strat mit den Katapult. Für mich ist die natürlich auch ein bisschen schneller, wenn man die direkt trifft. Wenn man 2, 3 Tries braucht, ist man ungefähr gleich schnell. Aber ich finde sie einfach besser, nach meiner Meinung. Also vor allem, wenn man halt die Katapulte drauf hat. Wenn man die, wie gesagt, wenn man die Katapulte nur bedingt kann, dann würde ich die noch nicht empfehlen, diese Strat. Das war der Punkt, wie man die Katapulte trifft. Natürlich kommt es auch noch auf die Positionierung an, ne? Sagen wir jetzt mal, wir wollen jetzt auf das offene Meer, ne, treffen. Ungefähr in der Position würdet ihr das Meer treffen. Ihr könnt natürlich ein bisschen diese Bewegung hier machen. Das macht aber ein Big Difference. Nämlich, desto länger die Distanz ist, desto mehr breitet sich euer Winkel auf. Deswegen ist es auch eine reine Übungsphase, wie ihr euren Winkel am Ende trifft. Also auch Glücksphase ein bisschen. Wenn man dann wirklich voll concentrated ist und es kann, dann ist es irgendwann mal wirklich nur noch beides, würde ich sagen. Und dazu kommt noch der Abstand. Wie lange muss man warten auf ein Katapult? Ich habe es mir so beigebracht, ich tue nach Gefühl nach oben zählen.
Ich habe auch bei jedem Katapult, den ich gemacht habe, ob es Gothic-Mods sind, Gothic 2, Any%, Garon%, ist egal, habe ich mir beigebracht, es zu zählen, und dann habe ich immer auch einen Punkt, wo ich dann Escape drücke, weil die Katapulte funktionieren ja so, desto länger du im Menü wartest, desto länger wird auch euer Katapult und desto höher geht ihr dann auch im Endeffekt. Und ich mache so, ihr könnt natürlich die Game Time direkt ablesen und euch selber beibringen, ab wann ihr dann Escape drückt. Es gibt auch die Strat, dass ihr so macht, mit 1, 2, also dieses Menü zählen. Ich bin halt nicht so der große Fan davon, weil es immer davon abhängt, welchen Punkt man trifft im Endeffekt und ab wann man auch startet. Deswegen mache ich es lieber mit dem Zählen. Da habe ich einfach ein besseres Gefühl. Jeder ist, glaube ich, da individuell anders. Und jetzt zum Beispiel hier habe ich mir 5,5 Sekunden ungefähr angesetzt. Das zeige ich euch ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann trifft ihr halt auch den Katapult relativ gut. Ihr seht schon, ich bin in einem falschen Winkel, deswegen sterbe ich jetzt auch. Wenn ich jetzt aber im richtigen Winkel gewesen wäre, also sagen wir hier ungefähr, dann wäre ich auf jeden Fall ins Wasser gelandet. Das ist wie gesagt alles eine reine bisschen Glückssache und ein bisschen Skill. Man muss es wirklich einfach nur üben. Langer Zeit. Wenn ihr dann wirklich mit Speedrun anfangen wollt, Leute, dann macht's wie ich. Entweder fangt mit Gothic Mods an. Es gibt Mods wie die Ostern Mod 2007 oder die Weihnachtsmod 2020 oder die Golden Gate Mod. Das sind nur reine Katapults-Mods. Da könnt ihr wirklich das Katapulten grinden as fuck. Oder wenn ihr dann wirklich aufs Any% gehen wollt oder Glitch Restricted oder weiß ich nicht, dann empfehle ich euch, macht entweder den Garon%. Der Katapult ist aber ultra schwer, weil man muss dann hier ungefähr in den Punkt gehen und dann von hier einen Katapult machen. Den würde man mit 50 FPS überleben, mit 30 FPS aber nicht. Da muss man direkt in die Ladezone fallen, was mir natürlich auch mal passiert ist, aber das ist auch eine reine Glückssache. Deswegen empfehle ich euch da entweder den Undead Dragon Kill oder den Raven%, weil da könnt ihr dann auch fürs Any% lernen gleichzeitig und auch noch die Katapulte üben, Leute. Aber ich zeige euch einmal ganz schnell auch den Garon Katapult. 1, 2, 3, 4, 5. Na, guck, das war jetzt auch wieder ein Fail. Da muss man wirklich den richtigen Winkel treffen. Ich bin es jetzt auch nicht mehr richtig eingeübt. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das hat auch nicht gepasst. Alter, was ist los? 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt hat der Katapult funktioniert. Das haben wir jetzt nicht überlebt, aber mit 50 FPS würde man hier in der Höhe eigentlich überleben. Genau, falls noch irgendwelche Fragen offen sind, Leute, schreibt mir einfach in die Kommentare oder geht in meinen Discord rein, Crazy Colony. Da gibt es extra einen Channel, der heißt Help. Da versuche ich euch so schnell wie möglich zu helfen. Im schlimmsten Notfall machen wir auch einfach einen Talk über Bildschirmübertragung. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Also, da bin ich eigentlich immer dabei, wenn es um Helfen geht. Ansonsten eigentlich von den Katapulten habe ich nicht mehr viel zu erzählen. Es gibt natürlich auch so einen Katapult. Das ist zum Beispiel einer, den kann ich nicht. Jetzt habe ich ihn zufälligerweise getroffen. Vielleicht war es wirklich nur Zufall. Oder ich kann den, weil ich halt schon sehr gut mit Katapulten umgehen kann. Aber ich bin eher der Seitwärts-Katapult-Fan. Also wie gesagt, Leute, falls ihr Hilfe braucht, einfach anschreiben. Ich helfe gern bei sowas. Vor allem, wenn es um potenzielle neue Speedrunner geht. Wir sind echt nicht viele. Es ist wirklich auch eine schwere Angelegenheit, ne, so einen Speedrun zu lernen. Aber wenn man die Katapulte drauf hat, dann der Rest eigentlich muss man sich wirklich nur beibringen. Ja, ansonsten Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich war wirklich eine Hilfe für euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Ciao!